NASA und SpaceX veröffentlichen Design für ISS-Zerstörer. Booster 12 mit voller Kraft bereit für Starship-Flug Nummer 5. In der Starbase wächst der zweite Start- und Fangturm in den Himmel. Elon Musk verlegt SpaceX-Firmensitz nach Texas. Polaris Dawn absolviert Vakuumtest vor erster privater EVA. China VR-Start der Langermarsch 12. NASA killt Mondrover-Programm. SLS für ersten Crewflug auf dem Weg nach Florida und Blue Origin testet Landebeine der New Glenn-Rakete. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Neues zum größten Zerstörer in der Raumfahrtgeschichte. Nein, ich meine nicht Budgetkürzungen. Es gibt Infos zum Deorbit-Vehikel für die ISS. Hintergrund, die ISS ist in die Jahre gekommen und mit über 450 Tonnen und ihrem komplexen Aufbau nicht einfach zu entsorgen. Ich hatte bereits darüber berichtet, dass SpaceX von der NASA für die Entwicklung und den Bau eines Fahrzeugs ausgewählt wurde, das die ISS dann in einem Stück deorbiten kann. Dafür bekommt SpaceX dann bis zu 843 Millionen US-Dollar. In einem NASA-Briefing am 17. Juli gab es dann Details zum sogenannten United States Deorbit Vehicle, kurz USDV. Ich hoffe, die denken sich noch einen cooleren Namen aus. Star Destroyer wäre lizenzrechtlich wahrscheinlich schwierig. Egal, entgegen meiner Theorie wird das USDV nicht auf dem Dragon XL, sondern auf dem Dragon 2 Raumschiff basieren. Offensichtlichste Änderung, der viel größere Hintern. Ja, bei Cargo- und Crew-Decken, da ist ja hier der unbedrückte Kofferraum, der sogenannte Trunk, untergebracht. Das USDV wird hier Treibstoff und ein viel leistungsfähigeres Antriebssystem unterbringen. Insgesamt wird das USDV über 46 Draco-Triebwerke verfügen, 16 zur Lagekontrolle und 30 für die Bremsmanöver. Das erweiterte Heckteil, das wird doppelt so lang wie der aktuelle Trunk sein und mit 16 Tonnen 6-mal mehr Treibstoff als der aktuelle Dragon sowie 3- bis 4-mal so viel elektrische Energie bereitstellen können. Hier fallen die Solarpaneele auf. Der Dragon 2, der hat ja nur Solarpaneele auf der Trunkhülle. Nach der Entwicklung und dem Bau wird der NASA das USDV gehören. Es ist also nicht wie bei der Crew Dragon, wo ein Service eingekauft und bereitgestellt wird. Da das USDV über 30 Tonnen wiegen soll, scheidet die Falcon 9 für den Start aus. Falcon Heavy, ich hör dir trapsen. Vielleicht auch deshalb 30 Tonnen, weil ULA Vulcan mit 27 Tonnen in den Leo dann auch raus wäre. De facto wird der Start aber erst in einer späteren Phase ausgeschrieben und dann von der NASA eingekauft. Auch das Absenken des ISS-Orbits und schließlich der kontrollierte Absturz in unbewohntem Gebiet, der wird in Phasen erfolgen. Ja, im Zusammenhang mit dem ISS-Ende kann man vielleicht statt absenken das Wort erniedrigen verwenden. Ich hatte es letzte Woche schon angekündigt, es wird wieder heiß am Startplatz in Boca Chica. Booster 12 hat seine Muskeln oder besser seine Raptor spielen lassen. Am Montag hat SpaceX die 33 Raptor-Triebwerke des Super Heavy Boosters 12 feurig getestet. Die Methan-Sauerstoff gefeuerten Triebwerke, die brannten etwa 8 Sekunden lang, laut SpaceX genügend Zeit, um alle Systeme zu überprüfen. Elon Musk zog den obligatorischen Saturn-V-Vergleich. Bei voller Leistung erzeugen die 33 Raptor-Triebwerke knapp 7600 Tonnen Schub und damit das Doppelte der ikonischen Saturn-V-Mondrakete. Also auch wenn es bei der Falcon 9 mit dem Oberstufenfehler und dem Startverbot durch die FAA bis zur Klärung nicht rund läuft, scheinen die Vorbereitungen für den 5. voll integrierten Starship-Flug wie am Schnürchen zu laufen. Ship 30 hatte bereits im Mai den statischen Feuertest ihrer 6 Raptor-Triebwerke absolviert. Ob es erneut vor einem Flug gefeuert werden soll, das kann ich euch nicht sagen. Es wurden ja seitdem einige Verbesserungen implementiert. SpaceX wird den 5. Starship-Testflug auch nutzen, um einen verbesserten Hitzeschild am Starship zu testen. Beim jüngsten Flug im letzten Monat waren größere Schäden am Chip beim Wiedereintritt aufgetreten. SpaceX-Techniker ersetzten daraufhin Tausende von Keramikkacheln an Chip 30. Beim 4. Flug des Starships am 6. Juni gelang es SpaceX ja, den Super Heavy Booster nach dem Start kontrolliert im Golf von Mexiko wassern zu lassen. Das Schiff setzte seinen Flug ins All fort und absolvierte eine halbe Runde um die Erde, bevor es in die Erdatmosphäre zurückkehrte und einen gesteuerten Wiedereintritt und schließlich eine weiche Wasserung im Indischen Ozean durchführte. Gerade die weiche Landung des Boosters hat SpaceX wohl die nötigen Daten und daraufhin das nötige Vertrauen geliefert, so eine Landung auch kontrolliert über Land durchführen zu können. Beim nächsten Flug will man eine Landung des Boosters in der Starbase versuchen. Hier werden die riesigen Fangarme den Booster umschließen, bevor er hoffentlich dann sanft aufsetzt. Das mit ansehen zu können, wird mit Sicherheit ein ganz neues Level von Crazy und das bei den vielen Leveln von Crazy, die wir in den letzten Jahren so erleben durften. Ja, geile Zeit, um sich für Raumfahrt zu begeistern.
Apropos Fangarme, das neue Paar Chopsticks für den zweiten Fangturm ist in der Starbase. Ja, und ebenso das Aufsetzen der vorintegrierten Turmsegmente des neuen Start- und Fangturms gehen schnell voran. Am Freitagabend waren bereits 3 Turmsegmente installiert und das, obwohl SpaceX ja Anfang der Woche den Booster Static Fire durchgeführt hat. Die haben da echt Hektik und Eile. Ja, was ist die fairste Ressource der Welt? Zeit. Denn die vergeht für uns alle ja gleich schnell. Mit Zeit ist man bei SpaceX sehr, sehr geizig. In meinem Interview mit Ex-SpaceXer Hans Königsmann sagte dieser, wenn sie bei SpaceX die Wahl zwischen Kosten und Geschwindigkeit hatten, die sich eigentlich immer für das Schnellere entschieden haben, weil sich das im Endeffekt dann ausgezahlt hat. Geld, Zeit, was die wirklichen Beweggründe für das Verlegen des SpaceX-Firmensitzes sind, darüber können wir nur spekulieren. Fakt ist, in Texas sind sowohl Steuern als auch staatliche Regulierung, sagen wir mal, unternehmerfreundlich. Elon Musk schrieb diese Woche auf X, SpaceX werde seinen Hauptsitz nach Texas verlegen. Als Grund führte er unter anderem ein neues Gesetz in Kalifornien zur Geschlechtsidentität an. Das Gesetz verbietet Schulen ohne Zustimmung der Schüler, deren Geschlechtsidentität den Eltern mitzuteilen. Auch wenn es nicht wirklich etwas mit Raumfahrt zu tun hat, ist in dem Zusammenhang vielleicht interessant, dass einer der beiden erstgeborenen Zwillingssöhne von Elon Musk den Kontakt zu ihm abgebrochen hat und sich als Frau identifiziert. Zurück zur Raumfahrt, also Firmensitz SpaceX, das hat ja schon was auf diesem Kanal zu suchen. Es gilt als unwahrscheinlich, dass SpaceX auch die Falcon- und Dragon-Produktionsanlagen aus Hawthorne, Kalifornien nach Texas verlegt. Mit in Kalifornien produzierter Falcon 9, Dragon und Raumanzügen wird sich Polaris Dawn auf den Weg ins All machen. Inwieweit sich der Flug aufgrund des Oberstufenfehlers verschiebt, das wissen wir aktuell nicht. Wie angekündigt Juli wird es aber auf keinen Fall. Bisschen gute Presse für die Teams und für die Community kann da aktuell auf jeden Fall nicht schaden. Das Polaris Dawn Team hat kürzlich eine Serie von Tests zur Abnahme der Raumanzüge abgeschlossen. Spannend daran, es fanden Tests in einer thermischen Vakuumkammer statt, also unter weltraumähnlichen Bedingungen. Polaris Dawn möchte ja die erste kommerzielle EVA in der Raumfahrtgeschichte durchführen. Ja, die jetzt durchgeführten Tests, die markieren den letzten bedeutenden Entwicklungs- und Testmeilenstein für die neuen SpaceX EVA-Raumanzüge. Diese finalen Vakuumtests fanden vom 24. bis zum 28. Juni im Johnson Space Center in Houston, Texas statt. Dabei wurde eine historische Testkammer genutzt, die bereits während des Gemini- und Apollo-Programms in den 60er Jahren für die Prüfung der früheren amerikanischen Raumanzüge verwendet wurde. Finde ich ja sowas immer richtig spannend. Bei den Tests wurden Raumanzugdaten, aber auch biometrische Daten gesammelt, um die Gesamtleistung des Systems in einer flugähnlichen Umgebung zu bewerten. Die Crew, die konnte Erfahrung mit allgemeinen Auswirkungen von Druckänderungen im Anzug, aber auch auf den Körper während der Testoperation gewinnen. Auch wichtig für die Crew, Einblicke in die verschiedenen thermischen Zustände, die während des Außenbordeinsatzes zu erwarten sind, bekommen. Nicht zuletzt konnte die Crew Vertrauen in die Leistung des Raumanzugs im Vakuum gewinnen. Es war ja schließlich das erste Mal, dass die Polaris Dawn Crew die Raumanzüge im Vakuum trug. Der Außenbordeinsatz von Polaris Dawn, der wird sowohl der erste kommerzielle Weltraumausstieg sein, als auch das erste Mal, dass sich 4 Astronauten gleichzeitig dem Vakuum des Weltraums aussetzen. Während der geplant etwa 2-stündigen Operation werden Missionskommandant Jared Isaacman und Missionsspezialistin Sarah Gillis separat durch die vordere Luke des Dragon-Raumschiffs austreten. Missionspilot Kit Petit und Missionsspezialistin und medizinische Offizierin Anna Menon bleibt im Raumschiff und überwacht die Telemetrie auf den Displays im Innern des Dragon-Raumschiffs. Fun Fact: weiße Anzüge und weiße Raumschiffe. Das Schwarz-Weiß-Thema von SpaceX, das soll ja auf eine Abneigung von grellen Farben des Firmengründers zurückgehen. Ich bin ein absoluter Sommermensch und ich sehe auch gern nach Sommer aus. Bequeme und gleichzeitig stilvolle Schuhe. Der Woodsneaker von Gieswein ist jetzt mein Sommerschuh. Ich bin ursprünglich ja wegen der Merino-Schuhe auf Gieswein aufmerksam geworden, aber durch eine langfristige Partnerschaft mit dem Familienunternehmen aus Österreich schaue ich mir natürlich auch das gesamte andere Sortiment an. Der Woodsneaker war technologisch für mich eine echte Offenbarung. Hergestellt aus den Fasern des schnell wachsenden Eukalyptusbaums, bietet er Weichheit und Atmungsaktivität. Der Woodsneaker ist auch biologisch abbaubar. Mit 0% Stoffabfällen in der Produktion und der Verwendung von bis zu 90% recyceltem Wasser setzt Gieswein Maßstäbe für umweltfreundliche Mode. Die rutschfeste Sohle aus Naturkautschuk, die gibt mir das sichere Gefühl, auf jedem Untergrund fest aufzutreten, egal ob ich auf Kopfsteinpflaster oder glattem Asphalt unterwegs bin. In angenehmer Gehweite geschnitten sind sie ideal für meine etwas breiteren Füße und die taillierte, sportlich elegante Sohle, die sorgt für einen schlanken Fuß, eine schlanke Silhouette. Fun Fact: ich habe mal eine Zeit lang bei einem Yachtdesigner gearbeitet. Es ist ja gar nicht so wichtig, wie schnell man wirklich ist, sondern wie schnell man aussieht. Apropos Aussehen, ob Jeans, Shorts oder sogar zum Jackett, der Woodsneaker gibt meinem Sommerlook den letzten Schliff. Aber Mo weiß? Keine Angst, den Woodsneaker kannst du problemlos bei 30 Grad in die Waschmaschine packen.
Mit meinem Link und dem Code 20mo bekommt ihr 20% auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Findet ihr auch unten in der Beschreibung. Die Woche gab es tatsächlich nur einen einzigen Raketenstart. Am Freitag, 19. Juli, von Taichuan ist eine Langer Marsch 4B gestartet. An Bord ein Gaofen-Erdbeobachtungssatellit für den niedrigen Erdorbit. Gaofen ist eine hochauflösende Konstellation von Satelliten mit Auflösung von unter 10 cm pro Pixel. Langer Marschraketen sind ja das Rückgrat der chinesischen Anstrengungen im All. Gleichzeitig unterstützt die staatliche Raumfahrt massiv die Kommerzialisierung, also die Raketen-Startups. Parallel dazu werden aber die staatlichen Langer Marschraketen weiterentwickelt. Im August soll vom kommerziellen Launchpad in Wencheng der Erstart der Langen Marsch 12 erfolgen. Die Rakete hat eine Nutzlastkapazität von 12 Tonnen in den niedrigen Erdorbit und 6 Tonnen in den sonnensynchronen Orbit. Ganz interessant, dass die Langer Marsch 12 4 neue YF-100K-Triebwerke in der ersten Stufe verwendet. Die YF-100K-Triebwerke, die werden auch die erste Stufe der Langer Marsch 10 antreiben. Die Langer Marsch 10, die soll ja noch vor Ende des Jahrzehnts Chinesen auf den Mond bringen. Ich hatte es gesagt, viel staatliches Geld in China auch für die parallele Kommerzialisierung der Raumfahrt. Letzte Woche hatte ich von Cosmo Leap als eventuellen neuen Player in China berichtet. Mittlerweile gibt's ein Video, das mit Falcon 9 ähnlichen Raketen, Start- und Fangturm und Starlink ähnliche Satelliten schon wirklich sehr an SpaceX erinnert. Ob es dabei hauptsächlich um das Überzeugen von Investoren oder das Erzeugen von Aufmerksamkeit geht? Vielleicht ein Stück weit beides. Meine Aufmerksamkeit haben sie jetzt. Das einzige Buran-Raumschiff, das einen Orbit erreicht hat, das wurde beim Einsturz einer Montagehalle 2002 völlig zerstört. Der nie geflogene 2.01 Prototyp wurde diese Woche verschifft und soll in ein privates Technikmuseum in Jekaterinburg in Russland. Eine schöne Tradition ist ja der Space Crater, der im Technikmuseum Speyer. Und Fun Fact, auch hier gibt es einen Buran-Prototypen. Der ist zwar nicht auf einer Rakete geflogen, dafür aber ähnlich wie das Raumschiff Enterprise Space Shuttle für 25 atmosphärische Testflüge genutzt worden. Der Space Crater, der ja am 12. Oktober im Technikmuseum in Speyer ist ja das Community-Event des Jahres. Und das nähert sich jetzt mit großen Schritten. Ihr habt euch ein lockeres Get-Together-Event mit den Creatoren und Experten gewünscht. Das war bisher ja immer ein geschlossenes VIP-Event am Abend. Weil aber Senkrechtstarter 5 Jahre alt wird es dieses Mal eine offizielle Pre-Party zum Space Creator Day geben. Also 2 Fliegen mit einer Klappe. Lasst uns den Senkrechtstarter Apollo-Moment und die Community am 11. Oktober in Speyer vorfeiern. Link zu beiden Events findet ihr unter dem Video. Highlights für mich in den letzten Jahren: Bierchen mit Felix von What About It, mit den Ingenieuren von RFA, ESA und High Impulse bei einem Schnitzel über Triebwerke sprechen oder die Rocket Science Hardcore-Aufgabe: Tim Dodd, den Everyday Astronauten von Deutschem Bier überzeugen. Glückwünsche zum 5. Geburtstag kamen vorab schon mal von Scarlett Johansson. Leider nicht für Senkrechtstarter, sondern für die US Space Force. Und damit auch gleich Werbung für ihren aktuellen Film Fly Me to the Moon. Ja, soll ich auf dem Senkrechtstarter Geburtstag auch noch einmal Fly Me to the Moon singen? Was meint ihr? Oder wäre das ein Grund für dich, nicht zu kommen? Schreibt mir doch gerne unter dem Video. Apropos Fly Me to the Moon, bei der NASA ist es aktuell eher ein Blues als eine Swing-Nummer. Für mich ziemlich überraschend hat die NASA die Viper Moon Rover Mission eingestellt. Eigentlich sollte die Mission am Mond Südpol nach Eis suchen. Als Gründe für ihre Entscheidung nennt die NASA Entwicklungsverzögerung und Kostenüberschreitungen. Ursprünglich auf $433 Millionen geschätzt, waren die Kosten bereits auf knapp $610 Millionen gestiegen. Viper war für einen Start im September 2025 geplant und sollte mit einem Griffin-Lander von Astrobotic zum Mond gebracht werden. Die wissenschaftlichen Ziele von Viper, die sollen jetzt durch andere Missionen erreicht werden. Viper soll zerlegt werden, um Instrumente und Komponenten wieder zu verwenden. Vorschläge von Unternehmen und internationalen Partnern zur Durchführung der Mission, die werden laut NASA geprüft. Vielleicht bekommt die NASA ja jetzt einen Anruf von der ESA, die arbeitet mit dem Argonaut an einem ähnlichen robotischen Lander, der Anfang der 30er Jahre mit einer Ariane 6.4 zum Mond starten soll und dabei bis zu 1,5 Tonnen auf dem Mond nutzbare Fracht transportieren soll. Apropos Mond, die NASA hat am 16. Juli die zweite Hauptstufe des Space Launch System, kurz SLS, für die Artemis 2 Mission nach Florida verschifft. Diese Stufe, die wurde in New Orleans gebaut und wird zum Kennedy Space Center transportiert. Die Montage der zweiten Hauptstufe, die verlief deutlich reibungsloser als die erste. Klar, bei einem Prototypen ist die Lernkurve sehr steil und ermöglicht direkt beim Nachfolger Optimierung in der Produktion. Nach der Ankunft im Kennedy Space Center wird die Stufe weiter ausgerüstet. Der Start der Artemis 2 Mission, der ist für frühestens September 2025 geplant. Klar, dafür fehlt der Rakete noch ein bisschen was. Feststoffraketen, Oberstufe und das Orion-Raumschiff mit dem European Service Module der ESA.
Das ESM, das befindet sich aber schon seit ein paar Jahren in Florida. Mein Besuch der ESM-Fertigung in Bremen, den verlinke ich euch unter dem Video. Sollte ursprünglich auch mit dem SLS fliegen, die NASA-Jupiter-Mission Europa Clipper. Weil absehbar war, dass das SLS für die Mission nicht rechtzeitig fertig und extrem teuer wäre, wurde letztlich auf SpaceX Falcon Heavy umgebucht. Da gab es die letzte Woche gleich mehrere Hiobs-Botschaften. Mit dem Ausfall der Falcon-Oberstufe auf dem Starlink-Flug ist ja bei Falcon 9 und Falcon Heavy ja die gleiche Oberstufe. Da würde sich auch für Europa Clipper ein Problem ergeben. Immerhin eine 5 Milliarden Dollar teure Mission. Sieht aktuell an der Oberstufenfront schon wieder ein bisschen besser aus. Sind ja auch noch ein paar Starts bis dorthin. Jetzt bleibt Hiobs Botschaft Nummer 2. Es gibt nämlich Bedenken wegen der Strahlenbeständigkeit einiger Transistoren. Trotz dieser Herausforderung arbeitet das NASA-Team hart daran, den Starttermin am 10. Oktober einzuhalten. Das Jupiter-System, das würde man dann im April 2030 erreichen. Ganz lustig, dass die USA mit Europa Clipper den Jupitermond Europa untersuchen, während Europa/die ESA es mit JUICE eher auf Ganymede abgesehen hat. Da die Falcon Heavy Europa Clipper im Gegensatz zum SLS auch nicht direkt in Richtung Jupiter schicken kann, wird die Sonde unter anderem einen Swing bei am Mars durchführen. Die nächste Mission, die hoffentlich zum Mars aufbricht, ist übrigens die NASA Escapade-Mission. Sie umfasst 2 kleine Satelliten, die die Magnetosphäre des Mars sowie die Interaktion mit dem Sonnenwind untersuchen soll. Die Satelliten, gebaut von Rocket Lab, sind fast startbereit. Der Start, der erfolgt dann mit der ersten New Glenn-Rakete von Blue Origin. Bei erfolgreichem Start erreichen die Satelliten den Mars dann im September 2025. Beim Startfenster muss man sich, denke ich, mehr Sorgen um die Trägerrakete als um die Nutzlast machen. Am Startkomplex 36 der Cape Canaveral Space Force Station, da herrscht reges Treiben, da die Vorbereitungen für den Start der New Glenn-Rakete mit der NASA-Mission Escapade im vollen Gange sind. Anfang diesen Monats wurde der New Glenn Transporter Erector und das Quick Disconnect zur ersten Stufe getestet. In der Blue Origin Fabrik am Kennedy Space Center, da ist eine zweite Stufe aufgetaucht mit 2 BE-3U-Triebwerken. Von der hat Blue Origin CEO David Limp auch ein Foto gepostet. Wir erwarten uns eigentlich noch Tests an dieser Stufe. Highlight für mich diese Woche, ein Video von den Landebeinen der ersten Stufe. Ich denke, für Blue Origin wird es ein Riesenschritt sein, wenn ihre erste Orbitalrakete abhebt. Inwieweit dann direkt eine Landung der ersten Stufe der New Glenn-Rakete auf einem Schiff oder auch eher weich im Meer versucht wird, das bleibt abzuwarten. Abwarten meine Überleitung. Ungeduldig warte ich unter anderem auf den ersten Flug der RFA-1. Diese Woche wurden wir mit Testvideos der Redshift Kickstage belohnt. Kickstage ist bei der RFA-1 eine dritte Stufe, die mehr Flexibilität bei den möglichen Missionen erlaubt. Für den zweiten Flug der RFA-1 könnt ihr übrigens eure Nutzlast bei der Rocket Factory Augsburg anmelden. Noch 200 Kilogramm wären auf diesem zweiten Flug frei. Wie beim Sport darf man natürlich für die eigene Nationalmannschaft sein. High Impulse, ESA Aerospace und Rocket Factory Augsburg, 3 deutsche Firmen bauen in Deutschland Orbitalraketen. Mein Kumpel Andrew Parsonson hat ein sehr cooles Plakat aller 3 erstellt. Hier unbezahlte Werbung für European Spaceflight, denn das Plakat, das kann man käuflich erwerben. Link ist unter dem Video. Von den Starts der deutschen Raketen, da gibt's hoffentlich gute Livestreams. Ein Raketenstart-Livestream, den ich nie vergessen werde, Astra Rocket 3. Ja, der Startmarkt und die Technik von Microlaunchern, die ist ja erbarmungslos. Astra Space hat sich nach über 3 Jahren an der Börse wieder in ein Privatunternehmen verwandelt, in dem die Mitbegründer Chris Camp und Adam London das Unternehmen für 50 Cent pro Aktie aufgekauft haben. Die Aktien, die hatten zuletzt bei 53,9 Cent geschlossen. Die Aktie fiel um mehr als 99% seit dem Höchststand im Juli 2021. Ja, und die Marktkapitalisierung, die sank auf etwa 12 Millionen Dollar. Das Unternehmen, das stand kurz vor der Insolvenz und akzeptierte schließlich das Angebot von Camp und London, um eine Liquidation zu vermeiden. Astra hatte ursprünglich geplant, häufige und kostengünstige Starts kleiner Satelliten mit der Rocket 3 anzubieten, jedoch nur 2 von 7 Starts erfolgreich abschloss. Wir bleiben gespannt, was die Zukunft für Astra bringt. Startup-Finanzierung, super wichtiges Thema, um kleinen Unternehmen bei der Skalierung zu helfen. Ich habe mich mit Senkrechtstarter selbstständig gemacht, da waren die Einnahmen pro Monat gerade mal 3-stellig. Dass es den Kanal noch gibt, das verdanken wir alle den Senkrechtstarter Schutzengeln. Vielen, vielen Dank für eure regelmäßige monetäre Unterstützung. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Vielen Dank.
Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten und die Falcon 9 am Sonntag zurück in den Flugbetrieb gehen, dann erwarten uns die kommende Woche 3 Starlink-Starts von allen SpaceX Falcon Pads. Sonntag, 21. Juli SLC-40 Cape Canaveral, Montag, 22. Juli Pad 39A Kennedy Space Center und dann auch direkt am Montagnachmittag direkt noch ein Start von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien. Mit meinem Link und dem Code 20MO bekommt ihr 20% auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Findet ihr auch unten in der Beschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Unser Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ja, vielleicht in Speyer live. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.